Frohes Neues erstmal und ganz herzlich willkommen bei Rhinoworks. Vor längerer Zeit habe ich mir mal diesen Wagen von Let's Bastel nachgebaut für die Tischkreissäge und den integrierten Frästisch. Was mich immer ein bisschen gestört hat daran, ist diese Schublade, wo man die Kreissägeblätter aufbewahren kann, dass ich die immer in diesen Kartonschachteln verstauen muss. Darum baue ich mir in diesem Video ein kleines Ordnungssystem mit solchen Einschiebern, genau für diese Schublade. Und ich würde sagen, wir legen doch einfach mal los. Eigentlich müsste ich jetzt ein Loch in diese Platte bohren. Allerdings ist die Ausladung meiner Bohrmaschine derart beschissen, dass ich nicht mal so eine kleine Platte mittig bohren kann. Zum Glück habe ich noch einen Bohrständer. Meine Einschieber sind schon relativ weit fortgeschritten. Man kann hier bereits ein Sägeblatt auflegen. Ihr seht allerdings das Problem, wenn das leicht kippt, fällt das Sägeblatt raus. Darum möchte ich mir hier noch einen kleinen Verschlussmechanismus machen. Und ich glaube, ich habe auch schon eine Idee, wie ich das machen möchte. Los geht's! Und damit wären die 6 Einschieber für meine Kreissägeblätter fertig. Ich habe mir das mit diesen
Hebeln hier so vorgestellt, dass man das Sägeblatt hier auf diese Scheibe eines Dübelstabs auflegen kann und das Ganze dann mit diesen Hebeln verschließen kann und wie ihr seht, da fällt auch nichts mehr runter. Jetzt nützen uns diese Einschieber alleine natürlich nichts. Wir brauchen etwas, wo wir die einschieben können, logischerweise. Und das bauen wir als nächstes. Allerdings erst morgen, ist schon ein bisschen spät geworden, aber ich hoffe, ihr bleibt dran. Bis dann! Oh Leute, es ist wieder mal passiert. Das mit den Nutenfräsen, das hat eigentlich soweit ganz gut geklappt. Allerdings, als ich versucht habe, diese Einschieber hier mal einzupassen, habe ich gemerkt, wie doof ich eigentlich bin. Ich habe diese Schließmechanismen viel zu weit an den Rand gebaut. Da hätte ich ja Platz gebraucht, um das Ganze hier schön in die Nuten einzuschieben. Ich muss nun also alle diese Mechanismen wieder wegnehmen und mir einen anderen Platz dafür suchen. Das mache ich allerdings hinter der Kamera. Für euch geht es dann weiter, wenn wir dieses Ding hier zusammenbauen. Bis dann! Ich konnte das Unheil abwenden und habe jetzt alle Schließmechanismen weggenommen, ein bisschen weiter nach innen und unten versetzt und das Ganze hält immer noch wunderbar und lässt sich jetzt später in den Kasten, den wir gleich bauen, einschieben. Weiter geht's! So, und da hätten wir das Ding. Mein cooler kleiner Kasten für Kreissägeblätter, der hier wunderbar in den Tischkreissägenunterstand von Let's Bastel reinpasst. Als kleines Extra habe ich hier noch in der Mitte diese 12 mm Multiplex-Platte mit dem Griff eingelassen. Die ist fixiert, die lässt sich nicht rausnehmen. Ist einfach, wenn man das Ding mal rausnehmen will, vielleicht um die Sägeblätter zu reinigen oder neu einzusortieren, ich finde das noch praktisch. Die Einschieber haben wir uns ja schon angeschaut. Ich habe jetzt alles noch angeschrieben, damit ich genau weiß, was da drauf ist. Diese Eiche-Leisten habe ich einfach noch angebracht, dass es sich ein bisschen besser rausnehmen lässt. Und die Geschichte hier mit den Schließmechanismen, die haben wir uns ja schon angeschaut. Ich finde es eine coole Sache, praktisch, bringt ein bisschen Ordnung in die Werkstatt und sicher ein cooles kleines Upgrade für den schon coolen Tischkreissägenunterstand von Let's Bastel. Wenn euch solche Projekte gefallen, schaut doch mal in meine Playlist. Da gibt es noch weitere Werkstatt-Helferlein, Werkstattprojekte. Ansonsten würde ich mich sehr freuen, wenn ihr mir auf dieses Video ein Like da lasst, was Nettes in die Kommentare schreibt und gerne auch meinen Kanal abonniert. Bis zum nächsten Mal. Macht es gut.